Erziehung hat zu tun mit Lachen, mit Humor, mit Leichtigkeit und nicht mit Verbissenheit, nicht mit diesem Zwang, ich darf keine Fehler machen. Ich muss gut sein. Ich muss funktionieren. Dabei finden Kinder Eltern gut, die manchmal durchdrehen. Viele Eltern fühlen sich heute überfordert, schuldig oder nicht genug. Warum kann gerade Humor und Leichtigkeit ein Schlüssel sein, um wieder mehr Halt im Familienalltag zu finden? Es gibt einen Pädagogen, Pestalozzi, einer meiner Favorite-Pädagogen, hat vor 270 Jahren gelebt in der Schweiz. Von dem stammen viele, viele Sprüche, viele Weisheiten. Und eine Weisheit ist: Lache 3-mal am Tag mit deinem Kind. Lache über dich, lache über das Kind, lacht gemeinsam. Das gemeinsame Lachen. Lachen erschüttert. Lachen macht Räume frei für Neues, für Ungewohntes. Und Kinder lieben lachende Eltern. Und wenn Eltern nicht lachen, dann bringen Kinder diese Eltern in den nächsten Aggregatzustand. Und das ist das Schreien. Und wenn die Eltern dann schreiend vor den Kindern stehen, dann wissen die Kinder, oh wow, ist da Power drin, ist da Energie drin. Pestalozzi hat aber auch gesagt, die schlimmste Strafe für Kinder sind Eltern, die nicht lachen, die Erziehung mit Yoga verwechseln. Und diese Eltern werden dann meistens von den Kindern im öffentlichen Raum geerdet. Ich sage das häufig zu Beginn meiner Vorträge. Ich sage dann immer, wie seht ihr aus? Ihr seht kaputt aus, ihr seht fertig aus, ihr seht aus, womit habe ich das verdient? Und dann sage ich dazu, Kinder finden übrigens Eltern ätzend, die jetzt zu Erziehungsvorträgen gehen. Das Schlimmste sind dann auch jene Eltern, die bei meinen Vorträgen noch was mitschreiben, die an meinen Lippen hängen und auf den Tipp warten. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, sage ich den Eltern: Schreibt heute Abend nichts mit. Lacht. Morgen gibt es nichts mehr zum Lachen. Und am schrillen Lachen eurer Nachbarin erkennt ihr, der geht's noch dreckiger. Und dann ist schallendes Lachen, erleichtertes Lachen. Und dann sage ich, wenn eure Kinder euch doch so mal sehen könntet, so entspannt, so leicht, so gelassen. Der Humor ist etwas ausgesprochen Wichtiges, gerade auch, wenn du Kinder ins Leben begleitest oder dich auch ins Leben begleitest mit den Kindern. Diese Verbissenheit, die ich beobachte, dieser Gedanke, es muss alles so laufen, wie ich es geplant habe, das bringt keine Leichtigkeit rein, das bringt Verbissenheit rein, das bringt diesen Gedanken rein, es muss alles so laufen, wie ich es geplant habe. In meinem Buch Kinder brauchen Grenzen, was ja 1993, also im letzten Jahrtausend, geschrieben wurde. Vor meiner Geburt. Ja, das wurde da geschrieben. Ja. Da habe ich im ersten Kapitel geschrieben, für den schlimmsten Fehler, den du am Tag machst, das habe ich an die Mütter vor allen Dingen gerichtet, für den schlimmsten Fehler, den du am Tag machst und für den du dich am liebsten kasteien würdest, am Abend. Was ist dir wieder misslungen? Ne? Du kannst es sowieso nicht. Also für diesen schlimmsten Fehler, wenn du deine Kinder endlich im Bett hast, habe ich geschrieben, dann tu dir etwas Gutes.
geh an den Kühlschrank, öffne den Kühlschrank, entdecke die Flasche Weißburgunder und sag zur Flasche, du kommst mir gerade recht, du Weißburgunder, du. Und dann schenkst du dir ein Gläschen ein und mit dem gefüllten Gläschen prostest du dem Fehler zu. Schön, Fehler, dass es dich gibt, Fehler. Ohne dich, Fehler, hätte ich dich nicht, du Weißburgunder, du. Das habe ich 93 geschrieben. Und damals gab es ja noch nicht die ganzen Möglichkeiten Social Media und heute. Ne? Also man war dann schon auf unmittelbare Ansprache angewiesen. Und diese Geschichte, die wurde dann häufig, wenn ich dann Vorträge gehalten habe oder Seminare, dann kamen manche Mütter zu mir und sagten, Herr Rocke, ehrlich, muss es Alkohol sein? Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Du kannst es auch mit links gedrehtem Apfelsaft aus dem Reformhaus machen, den bei Vollmond links gerührten. Aber dann siehst du so aus wie der Saft, trübe. Erziehung hat zu tun mit Lachen, mit Humor, mit Leichtigkeit und nicht mit Verbissenheit. Nicht mit diesem Zwang, ich darf keine Fehler machen. Ich muss gut sein. Ich muss funktionieren. Dabei finden Kinder Eltern gut, die manchmal durchdrehen. Ich hatte neulich einen jungen Felix und auf einem Seminar mit Eltern und Kindern. Und es ging in diesem Seminar auch um Emotionen, die man natürlich im Erziehungsprozess hat. Und dann sagte mir der Felix, weißt du, meine Mama dreht manchmal durch. Sie dreht so durch. Ja, und dann, hast du denn Angst? Ach nee, sagt er zu mir. Ich hab keine Angst. Sagt, wieso hast du keine Angst? Sagt er, weißt du, nach einer halben Stunde hat sie sich beruhigt, dann kommt sie angeschlichen, dann entschuldigt sie sich, weißt du, und dann kann ich alles von ihr haben. Dieses anarchische Potenzial, was in den Kindern ja ist, was von Anfang an da ist und was du nicht kaputt machen solltest, von diesem anarchischen Potenzial kann man als Eltern eine ganze Menge lernen. In dem Sinne sind Kinder Geschenke und das versuche ich ja den Eltern auch zu vermitteln. Eure Kinder sind Geschenke und dann zuckt es dann meistens wieder. So nach dem Motto, Rocke, ich nehme sie heute Abend mit nach Hause und dann schau dir mein Geschenk an und dann rede weiter über Geschenke. Doch, sie sind Geschenke, du erkennst es nicht sofort, aber wenn du mit ihnen lebst, wenn du sie begleitest, dann erkennst du diesen wunderbaren Schatz oder diese wunderbaren Schätze, die du da zu Hause hast. Du hast einen Sohn, richtig? Ja. Als du deinen Sohn damals bekommen hast, was für ein Gefühl hat das in dir geweckt und was hat dir das gezeigt? Weil ich selbst habe ja jetzt noch keine Kinder, ich wünsche mir ja auch Kinder. Und ich stelle mir das manchmal vor und andere Menschen erzählen mir das auch, ne? So von wegen, wenn du ein Kind bekommst, ist es ein Gefühl, das du noch nie vorher gefühlt hast. Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Ich habe meinen Sohn Sebastian ja bekommen, als ich schon älter war und meine Frau hat ja den Sebastian mit in unsere Beziehung reingebracht. Also ich war sozusagen eigentlich reingeworfen. Ich hatte nicht mal 9 Monate Zeit, sondern da stand dieser Mensch vor mir und für mich war klar, das ist ein Mensch, ein einzigartiger, ein unvergleichliches Wesen. Und dieses Wesen habe ich ernst zu nehmen. Ich muss bereit sein, von ihm zu lernen. Und er
es waren Situationen, von denen ich gelernt habe. Er war schon als 7-Jähriger, 8-Jähriger, handwerklich viel begabter, als ich mit 30 war. Ich habe von seinen handwerklichen Fähigkeiten gelernt, von der Art und Weise, wie er mit den Dingen umging. Und das ist auch heute noch so. Bereit zu sein, zu lernen, bereit zu sein, von den Kompetenzen, diese Kompetenzen zu empfangen, sie als Bereicherung zu nehmen. Das denke ich, das war wichtig. Und ich habe ja schon davor sehr lange mit Kindern natürlich gearbeitet, in Kindergärten und Schulen, und habe viel auch über Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit nachgedacht. Gleichrangigkeit, das war für mich klar. Du bist Vater. Du bist eine Generation älter. Hör auf mit dieser Nummer Young Forever, was ich heute immer sehe, dass sich Eltern zu Freunden und Freundinnen ihrer Kinder machen und dann schmählich auf die Fresse fallen. Also du bist älter und das war mir wichtig. Aber diese Kinder sind gleichwertig. Kinder halten einem den Spiegel vor. Schau genau rein. Was erkennst du da in diesem Spiegel? Jesper Juhl hat das Gleichwürdigkeit genannt, auch ein schöner Begriff. Gleichwertigkeit ist, du kannst von Kindern lernen. Kinder zeigen uns etwas auf ihre Art und Weise. In dem Sinne sind Kinder auch Lehrer, sind wunderbare Lehrer, sind Lehrer, die das Prinzip der Wiederholung pflegen. Kinder machen es immer und immer wieder, immer und immer wieder. Kinder machen es so lange, bis sie das Gefühl haben, jetzt haben sie es endlich geschnallt, die Alten. Also bereit zu sein, zu lernen. Und das war, glaube ich, etwas, was für mich wichtig war. Dass ich da noch Seiten in mir entdeckt habe, die noch nicht beschrieben waren. Und die Sebastian auf seine Art und Weise geschrieben hat. Und dadurch auch das Buch meines Lebens vollständiger und nochmal reicher gemacht hat. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Und zugleich aber auch bei aller Gleichwertigkeit zu spüren, du hast auch eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für eben dieses Kind. Und aus dieser Erziehungsverantwortung kannst du nicht einfach dich entlassen. Du musst da sein, wenn dein Sohn dich braucht. Und er hat mir und uns eine Menge an Situationen bereitet, wo es wichtig war, dass wir da waren, dass wir ihm in schwierigen Situationen Halt und Geborgenheit gegeben haben. Es gibt das andere Bild, was auch dazu kommt. Wenn du Eltern bist, dann bist du nicht nur Eltern, dann bist du nicht nur Vater und Mutter, sondern du bist auch Mann und Frau. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Du kannst nur stark als Mutter und Vater sein, wenn du auch in der Partnerschaft stark bist. Wenn du die Partnerschaft auch als Quell benutzt, um eben diese Elternschaft auch zu leben, auszuleben und auch umzusetzen. Und das bedeutet, es gibt für die Eltern auch ein Leben jenseits der Kinder. Ein Leben, Raum und Zeit, in der sich das Paar
um sich selber dreht. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist etwas, was ich in meiner Beratung heute auch lebe. Vor der Geburt des Kindes ist es relativ klar. Man will eine ganze Menge gemeinschaftlich machen. Und mit einem Mal ist das Kind dann da. Und das, was an Theorie der Kooperation da war, kann häufig gar nicht gelebt werden, weil die strukturellen Bedingungen nicht da sind. Also sprich Arbeitszeit, sprich Belastung, die diese Arbeitszeit mit sich bringt. Und dann gehen häufig die Momente, die wichtig sind für die Partnerschaft, verloren. Dabei ist die Partnerschaft das Erste, was da ist. Und erst dann kommt die Elternschaft. Und wenn Eltern es nicht schaffen, von Anfang an auch sich Zeit und Raum für die Partnerschaft zu geben, ist es verdammt schwer. Ich erinnere mich an eine Sendung, die ich gemacht habe. Das ist, glaube ich, bestimmt 30 Jahre her, in der es ging, dürfen Eltern Urlaub machen als Partner, wenn die Kinder noch jung sind. Und ich habe damals vehement dafür plädiert, auch wenn das Kind jung ist, sorgt gut für euch. Ihr könnt nur für das Kind sorgen, wenn ihr für euch sorgt. Und ich weiß, die heftigen Reaktionen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Man muss sich doch, wenn man das Kind schon hat, dem Kind und der Kindererziehung unterordnen. Und das, denke ich, das wird schief. Daraus entsteht eine Disbalance in den Beziehungen auf der Elternebene als auch auf der partnerschaftlichen Ebene.